Ah ja. Oh nein. Kann man im tiefen Winter mit einem E-Auto bis zum nördlichsten Punkt Europas fahren? Genau das wollen mein Kollege Fabian und ich herausfinden. In nur 6 Tagen wollen wir von DKV in Ratingen über 3000 Kilometer durch 5 Länder bis zum Nordkap fahren. Wir wollen wissen, wie gut unsere Produkte unter realen Bedingungen funktionieren und ob sich ein Projekt dieser Größe voll elektrisch und zuverlässig umsetzen lässt. Mal gucken, wie wir es machen. Schönes Wetter zum Rausgehen und frieren. Geht's so gut, Diggi? Ja. Schaffen wir es wirklich zum Nordkap? Und welche Überraschungen erleben wir auf unserem Weg dahin? Kommt mit auf einen Roadtrip, der alles andere als gewöhnlich ist. Die letzte Etappe bis zum Nordkap. Unser verträumtes und verschneites Örtchen in Finnland werden wir vermissen. Die Polarlichter gestern haben diesen Ort sehr besonders für uns gemacht. Ja, du alte Content-Sau! Der Fabian Die Haltebucht war 10 Meter später. Na toll. Also ich komme nicht raus selber. Als Fabian versucht hat, auf einen Ausweichplatz zu fahren, ist er über die richtige Schneedecke gefahren, hat kurz gesagt, oh, Moment mal. Und in dem Moment, als er aufgehört hat, Gas zu geben, sind wir sofort abgesackt und standen dann mit dem Fahrzeug wirklich halb im Graben. Drumherum war einfach wirklich bauchtiefer Schnee. Das war der Moment, wo wir uns, glaube ich, alle gefreut hatten, dass wir mit 2 Fahrzeugen unterwegs sind. Und selber kommt das Auto nicht raus. Ja, jetzt gucken wir mal. Scheiße. Oh nein. Das sah so schön aus hier. Krass, der dreht einfach weiter. Ich bin nicht auf dem Gas. Das riecht hier schon eklig. Echt jetzt? Ja, hier. Ja. Oh, das ist jetzt ab. Sondern wir sollen den Hörer rausziehen. Ach so, wir haben eine Anhängerkupplung. Ist die ausklappbar von innen? Ja. Haben wir. Fehlt schon mal ein Absetzseil? Geht auch nicht, scheiße. Ja, dann einfach schlaufen. Dann einfach schlafen, ne? Wir wollen ja jetzt keine Weltreise machen, aber boah. Ja, du musst aber in End stellen, ne, dass ich dich rausziehe. Nee, fahr rückwärts. Du fährst rückwärts? Macht das Sinn? Ja. Ja? Ja, ich mach den Traction Mode aus, weil das war wild gerade. Stopp, stopp! Sag lieber bitte, dass ich ihn anrufe. Abschleppseil, beste Seil. Das war ja cool mit dem Rutschen. Das gehört dazu. Weil jetzt wissen wir auch, wie das geht und so. Wenn es mal wirklich, das war ja jetzt easy, ne? Ich war ziemlich sicher, dass wir da wieder rauskommen. Wenn wir jetzt noch mal irgendwie ein bisschen tiefer reinfahren, wissen wir wenigstens, wie es geht. Froh, dass wir es schnell aus dem Schnee rausgeschafft haben, machen wir uns auf den Weg zu unserem letzten Ort vorm Nordkap. Nur noch 400 Kilometer stehen vor uns, bis wir dort ankommen. Der landschaftliche Wechsel in Norwegen ist mal wieder atemberaubend. Insgesamt hat die Kälte der Batterie viel weniger ausgemacht, als selbst wir als Optimisten erwartet hätten. Unser Durchschnittsverbrauch lag auch bei minus 20 Grad unter 30 Kilowattstunden. Und wir hatten es innen schön gemütlich mit Massage, Sitz und Lenkradheizung.
Wir wollen jetzt hier in Norwegen unseren ersten Ladestopp einlegen und haben uns hier diese Ladelocation ausgesucht. Man kann hier auch schon in der App sehen, dass wir hier direkt an einer stehen. Und wenn ich jetzt hier draufklicke von Kopple, muss ich mir jetzt erstmal einen von den beiden aussuchen. Wir wollen den hier vorne. Und dann wähle ich den jetzt aus. Connect the charging plug and press start. Okay, das machen wir jetzt. Ist super hier bei minus 25 Grad. Aber wenn man schnell ist und das Auto richtig hinstellt, dann frieren einem die Finger nur halb so schnell ein. Jetzt mal die Karte auswählen und starten. Okay, das Auto sagt, es lädt. Charging Session has started. Und da haben wir den Ladevorgang. Wenn die Ladestation uns die Info gibt, dass wie viel geladen wird, können wir hier dann auch über einen Refresh sehen, wie viel wir an Power geladen haben. Kilometerstand kann ich jetzt auch schon hier eingeben, wenn ich möchte. 6.348, Save. So, und dann hat er den direkt hier übernommen. Und später in der Transaktion, die dann generiert wird, ist es dann auch sichtbar. Wie spät ist es? 12.59 Uhr. Kilometer vor dem Nordkap verbringen wir noch einmal eine letzte Nacht im Hotel in Honningsark. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben 7.09 Uhr. Wir wollen von 9 Minuten schon unterwegs sein. Und es fängt an zu schneien. Der erste Schnee, der von oben kommt, seitdem wir hier sind. Nur einer meint es mit dem Frühaufstehen nicht ganz so ernst. Steht nicht da. Lennart. Ja, beim Aufbruch am letzten Tag habe ich relativ kurzfristig festgestellt, dass mein Handy über Nacht nicht geladen hatte. Dementsprechend hatte ich auch keinen Wecker. Lennart? Hallo? Lennart? Ja. Du weißt, dass wir vor 10 Minuten losfahren wollten? Ja. Okay. Ja. Guten Morgen, Lennart. Im Hinterkopf hat man ja immer noch mal so ein bisschen diese nagenden Gedanken, ja, was, wenn die Strecke gesperrt ist, was, wenn es zu viel Schnee ist, was, wenn die Reichweite nicht mitmacht, weil wir eben auch einfach noch mal hin und zurück mussten zum Nordkap und die nächste Lademöglichkeit eben erst wieder auf dem Festland gewesen wäre und sowas. Und das sind alles Gedanken, die ich mir immer mal wieder gemacht habe und wir haben auch nicht viel gesagt auf diesen letzten 40 Kilometern, einfach weil der Weg war klar, die Straße war frei. Die Schranke ist offen! Juhu! Und dann auf diesen letzten 40 Kilometern war mir einfach klar, okay, nee, es war wirklich kein Problem, das mit einem Elektroauto zu machen. Wow. Kriegen wir einen Kaffee, Jo? Ja, Dann geht los. es geht los. Der Vorteil, dass wir so früh losgefahren sind dann morgens, war definitiv, dass wir komplett alleine die erste halbe Stunde am Nordkap waren. Die Parkplätze hatten eigentlich noch gar nicht auf. Und da konnten wir echt diese Stille da oben genießen. Ja, das ist richtig. Das war die größte Errungenschaft unserer Zeit.
Das macht das hier nochmal so viel anders, dass wir hier wirklich komplett alleine sind. Stell dir vor, wir kommen hier noch ein bisschen 15 Reisebusse. Wir können davon ausgehen, dass wir die ersten High five. Als dann klar war, okay, wir haben es mit dem E-Auto einfach so geschafft, da habe ich mich schon sehr drüber gefreut, weil damit auch einfach klar war, wir haben hier was geschaffen, was auch ein bisschen überdauern wird, einfach auch durch die Dokumentation, die wir dabei vorgenommen haben. Ich hatte eigentlich zu keinem Zeitpunkt auf der Tour das Gefühl, dass wir da nicht ankommen, dass irgendwas nicht funktioniert. Jetzt, eine Woche nachdem wir wieder da sind, geht da oben das Schneetreiben richtig los. Das heißt, wir haben schon in Summe ein bisschen Glück gehabt mit dem Wetter. Auf dem Weg zum Nordkap hat die DKV-Karte funktioniert, und zwar überall, wo wir es wollten. Wir hatten keine Probleme, Sessions zu starten. Ich glaube, wir hatten wirklich in Travemünde den einen DC-Charger, der nicht funktioniert hat. Wir haben einmal nicht mit der DKV-Karte geladen. Das war in Finnland am Hotel. Das war dann halt so ein Destination-Charger, den wir halt dann aber auch bewusst genommen haben, um am nächsten Morgen dann voll zu fahren. Hätten wir nicht machen müssen. Das war so ein bisschen dann auch die Bequemlichkeit. Sie hat halt einfach funktioniert. Und das ist ja das Versprechen, was wir unseren Kunden auch mitgeben. Ich wünsche mir von der Reise zum Nordkap einmal, dass wir unser Produkt halt noch mal transparenter zeigen können. Und auf der anderen Seite wünsche ich mir aber auch, dass sich das Leute anschauen, weil sie irgendwie das ganze Thema Nordkap und Lappland und wo wir überall waren, interessant finden und halt auch sehen, dass Elektromobilität funktioniert und dass die nordischen Länder da tatsächlich schon 2-3 Schritte vor uns sind und da überhaupt keine Probleme haben. Ich glaube, wir müssen einfach alle ein bisschen offener mit dem Thema umgehen und jedem so ein bisschen auch seinen Weg lassen. Ich glaube, der eine oder andere will gerade noch nicht umsteigen, weil er auch vielleicht zu Hause noch nicht laden kann. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man die einzelnen Ängste adressiert und dass man die Ängste auch nicht nur mit Laborwerten adressiert, sondern dass man da auch sagen kann, nee, ich habe es auch ausprobiert und es war wirklich kein Problem. Ich finde diese Schwarz-Weiß-Denke da ein bisschen schwieriger. Ich denke, in Summe wird der Weg elektrisch sein. Ich hoffe, wir konnten ein paar Leute davon überzeugen, vielleicht früher als später zu wechseln. Aber in Summe muss jeder entscheiden, wie er damit umgeht. Am Ende ist es ein Tropfen im Ozean, klar. Aber ich hoffe einfach, dass wir mindestens einen Tropfen mehr in den Ozean gekippt haben bei der Transformation zur grünen Energie. Das waren sie, unsere 3000 Kilometer, voll elektrisch bis zum Nordkap. Uns ist klar, dass wir mit dieser Reise nichts völlig Neues gemacht haben. Diese Strecke wurde schon oft gefahren. Für uns ging es deshalb nicht um das Ob, sondern um das Wie. Wie fühlt sich Elektromobilität heute an? Wie zuverlässig ist Lade- und Kartenakzeptanz? Und wie entspannt ist man unterwegs mit dem aktuellen Stand 2026? Das wollten wir herausfinden.